Grüß Gott! Deutsch innerhalb von 30 Tagen von 0 auf B1. Ein Märchen oder Realität? In meiner Praxis gab es genau einen solchen Fall, aber ein Fall ist schon zumindest ein Fall. Darüber mehr in diesem Video. Habla palabra. Der Kunde, sagen wir mal, er hieß Dimitri, war ein in Russland ansässiger Mitarbeiter einer internationalen Großfirma für Unternehmensprüfung. Diese Firma plante eine Versetzung von Dimitri innerhalb von 1,5 Monaten von Moskau nach München. Deswegen brauchte Dimitri natürlich eine mehr oder weniger freie deutsche Sprache für Alltagssituationen, und in Zukunft war es geplant, dass er auch mit seinen Kollegen Unterhaltungen auf Deutsch abhalten kann und dass er eventuell auch noch Geschäftsdeutsch sich aneignen kann. Dimitri hatte zu diesem Zeitpunkt eine sehr gute Ausbildung in Mathematik und einen sehr gut funktionierenden analytischen Kopf. Er hatte sehr, sehr gute Englischkenntnisse. Ich würde sagen, es ist Proficiency. Und er hatte ein ziemlich fortgeschrittenes Niveau in seinem Französischen. Auf Deutsch konnte er nur ein paar Wörter. Deswegen mussten wir einen sehr guten Plan ausarbeiten, denn wir hatten ganz wenig Zeit, wie wir die restlichen 30 Tage in Moskau nutzen können, um ihn maximal vorzubereiten. Als erstes muss man dazu sagen, Dimitri ist nicht nur ein sehr fleißiger und sehr zielstrebiger Mensch, sondern er hat sich auch viel Zeit für unsere Stunden genommen. Wir haben 5-mal die Woche 90 Minuten lang Deutsch gelernt und dazu hat er noch Hausaufgaben erledigt. Ja, ungefähr zwischen 30 und 60 Minuten 2-mal die Woche. Das ist natürlich sehr viel. Ihr werdet sagen, ich kann mir 5 Stunden pro Woche nicht leisten. Das ist ganz normal. Nicht jeder kann sich das physisch oder mental leisten. Die meisten Kunden, so sagt das die Praxis, mögen 2 bis 3 Stunden pro Woche, nicht weniger als 2, damit nichts vergessen wird, und nicht mehr als 3, damit es nicht zu hart wird. Und die Stunde soll zwischen 60 und 90 Minuten dauern. Das ist so der goldene Standard. Alles kann aber individuell sein. Kommen wir zurück zu Dimitri und seinem Fall. Wir haben die deutsche Sprache in 4 verschiedene Teile eingeteilt. Und zwar als erstes war das die Grammatik. Die Grammatik, die Basis der deutschen Sprache, haben wir uns fast komplett angeschaut. Innerhalb von nur 10 Tagen, also nur wenigen Stunden, haben wir die Grammatik in konzentrierter Form fast komplett von A bis Z durchgenommen. Das Einzige, was wir ausgelassen haben, waren Sachen, die für die heutige moderne deutsche Sprache nicht so wichtig sind und nicht jeden Tag vorkommen. Meistens im literarischen Deutschen. Zum Beispiel das Konjunktiv 1 für die indirekte Rede oder beispielsweise die verschiedenen Kombinationen aus Passiv und verschiedenen Zeitarten jenseits des Präsens und des Perfekts. Allerdings habe ich Dimitri natürlich darauf hingewiesen, dass diese Sachen existieren und in Zukunft von ihm eventuell aufgearbeitet werden sollten. Der zweite Teil war unser Wortschatz. Für das Niveau B1, das wir als unser großes erklärtes Ziel uns vorgenommen haben, hatten wir natürlich zu wenig Zeit. 2500, 3000 Wörter, wie das Goethe-Institut das uns nahelegt, innerhalb von 30 Tagen zu lernen, ist fast utopisch. Allerdings haben wir ungefähr 1500 Wörter gewählt, die auf jeden Fall schon eine gute Basis darstellen. Deswegen kann man sagen, dass unser Niveau am Ende in etwa einem gekürzten B1 entsprach. Und wir haben uns ganz genau angeschaut, wie aus deutschen Wörtern und anderen deutschen Wörtern durch Kombinationen neue Wörter entstehen. Also kann man davon ausgehen, dass Dimitri passiv wesentlich mehr als 1500 Wörter verstehen konnte am Ende unseres Kurses. Den Wortschatz haben wir von der ersten Stunde an bis zur letzten Stunde bearbeitet. Das bedeutet, man kann sagen, im Durchschnitt hat er 50 Wörter pro Tag gelernt. Das ist viel, aber machbar. Das weiß ich aus meiner eigenen Praxis. Beispielsweise als ich als Gymnasiast in Bayern
Latein gelernt habe. So, der dritte Teil, das waren schriftliche Übungen. Wir haben damit angefangen, auf Deutsch zu lesen. Zu Beginn einfache Sachen, beispielsweise ganz einfache adoptierte Texte oder beispielsweise Nachrichten, die einfach geschrieben sind und die sich mit Themen befassen, die Dimitri bekannt waren. Wir haben uns ziemlich bald schon Interviews angeschaut, denn ein Interview ist in der Regel als Dialog abgehalten und deswegen eher dem mündlichen Bereich als dem schriftlichen Bereich zuzugliedern. Und genau das war sehr wichtig, denn je schneller du liest und je schneller du schreiben kannst, desto schneller wirst du sprechen können. Das Sprechen war also unser vierter Teil. Um dazu zu kommen, haben wir zunächst immer mehr gelesen, dann haben wir immer mehr selbst geschrieben, beispielsweise kurze Nachrichten an Kollegen für unsere Alltagskommunikation per Messenger oder E-Mail. Und so sind wir in der Mitte unseres Kurses ungefähr so weit gewesen, dass wir angefangen haben, uns zunächst einmal zu einfachen Themen zu unterhalten. Dimitri konnte über sich erzählen, wir haben verschiedene Alltagssituationen durchgespielt, beispielsweise, was mache ich, wenn ich in Deutschland am Flughafen angekommen bin? Wo finde ich eine Autovermietung? Wie komme ich zur Toilette? Wo kann man die Öffnungszeiten eines Kiosks erfahren? Und so weiter. Alle diese Situationen haben wir mit ihm so durchgespielt, dass ich meistens die dritte Person gespielt habe und Dimitri sich selbst. Später haben wir dann angefangen, Texte, beispielsweise etwas aus den Nachrichten, zu besprechen. Wir lesen einen Text und äußern unsere Meinung dazu. Somit waren wir am Ende unseres 30-tägigen Intensivkurses so weit, dass Dimitri sich nicht nur zu einfachen Situationen äußern konnte, sondern mit seinem etwas spärlich gehaltenen Wortschatz sich auch zu politischen, sozialen, teilweise sogar zu philosophischen Fragen äußern konnte. Und das alles hat ihm die nötige Sicherheit gegeben, nach der er tatsächlich problemlos nach München umgezogen ist und immer noch in Deutschland erfolgreich arbeitet, wobei seine Sprache sich natürlich seit dieser Zeit schon um einiges verbessert hat, wofür wir die entsprechende Basis geschaffen hatten. So viel zu dieser Geschichte. Ich hoffe, dass sie euch motivieren kann und dass sie euch gezeigt hat, wenn Dimitri das konnte, dann kann das auch ich. Wenn Philipp als sein Trainer das geschafft hat, dann kann das auch mein Trainer oder meine Trainerin. Oder ich suche einen Trainer oder eine Trainerin, die das kann. Viel Spaß beim Sprachenlernen und abonniert diesen Kanal und signalisiert mit euren Likes, Kommentaren oder was auch immer, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank. Tschüss.